Im Jahr 2030 werden 2,5 Milliarden Frauen in Städten leben und arbeiten. Wirft man einen Blick auf die Geschichte der Stadt, dann fällt aber rasch auf, dass das Lebenskonstrukt Polis in ihrer Beauftragung, Planung und Ausführung bislang immer männlich dominiert war. Männer haben beauftragt, Männer haben finanziert, Männer haben geplant, Männer haben gebaut. Und in einigen Teilen der Erde sind es auch immer noch Männer, die den öffentlichen Raum der Stadt nützen und in Besitz nehmen. Daher stellt sich die dringende Frage, wie viel Weiblichkeit bietet die Stadt von morgen? Inwiefern wird die Stadt der Zukunft auf die Wünsche und Bedürfnisse von Frauen zugeschnitten sein? Und welche Rolle spielen dabei Gestalterinnen, Architektinnen und Stadtplanerinnen? In den letzten 150 Jahren gibt es ganz bedeutende Leistungen von Frauen in unseren Städten. Von kleinen Eingriffen bis ganz großen Masterplänen. Ein Beispiel davon ist die Brooklyn Bridge in New York City von Emily Warren Röbling oder am anderen Ende der Welt die Hauptstadt von Australien, Canberra, die von Marian Mahoney Griffin gestaltet wurde. Oder hier in Wien die Enzis, statt Möbel, statt Bänke von Anna Popelka, die im Museumsquartier heute zu sehen sind und von hier viele Plätze auf der Welt erobert haben. Wirft man einen Blick in die Gegenwart und Geschichte von Stadtplanung, dann wird man feststellen, dass die Liste an Architektinnen, an Stadtplanerinnen, Städtebauerinnen, Stadtbaudirektorinnen, Bürgermeisterinnen, Verwalterinnen, Finanziererinnen und so weiter eine sehr lange ist. Wir haben bei uns in der Ausstellung und im Buch beispielsweise die israelische Architektin und Stadtplanerin Genia Averbuch, die mit ihrem Platzentwurf für Tel Aviv eben nicht nur einen Platz geschaffen hat, sondern mit der Architektur rundherum die Baukultur einer ganzen Stadt geprägt hat. Wir haben Elizabeth Diller von Diller's Cofido Renfro, die mitten in Moskau, neben dem Kreml, neben dem Roten Platz, einen Park, eine Gartenanlage für die gesamte Bevölkerung zum Flanieren errichtet hat. Und wir haben beispielsweise die slowenische Künstlerin Marete Zabotric, die darauf spezialisiert ist, in Gebieten in Venezuela, in Südafrika beispielsweise Infrastrukturprojekte zu bauen, gemeinsam mit der Bevölkerung. Und wir zeigen ein Projekt, wo mitten in London, im Stadterweiterungsgebiet King's Cross, während der Bauphase für die Londoner, für die Londonerinnen ein temporärer Outdoor-Swimmingpool für 2-3 Jahre errichtet wurde. Wie wir gesehen und gehört haben, machen Frauen ganz viel für Städte. Sie spielen eine tragende, eine bestimmende Rolle in der Gestaltung unseres Alltags. Aber trotzdem haben wir gesehen, wie wenig sie in der Öffentlichkeit präsent sind, wie sie auch in der Fachwelt noch immer nicht vorkommen. Zu wenig in Medien, zu wenig in Interviews, kaum in Jurys vertreten. Und das hat bedeutende Auswirkungen darauf, wie Frauen die Möglichkeit haben, Stadt zu gestalten. Und genau das wollten wir und wollen wir mit der Ausstellung, dem Buch und diesem Film jetzt ändern, indem Frauen selber zu Wort kommen. Denn Frauen bauen Stadt. Wir sind in Gender-Diskursen eigentlich an einem Punkt, oder auch eine junge Generation jetzt lebt eine Selbstverständlichkeit von Gender, die eigentlich nicht mehr auf diesem binären Denken von Mann und Frau basiert. Und deshalb finde ich es wahrscheinlich immer noch notwendig, aber ein bisschen traurig, dass wir über die in dieser Binarität von Mann und Frau Diskurs führen über dieses Thema Frauenbau und Stadt. Ich bin ein bisschen ambivalent heutzutage im 21. Jahrhundert mit dem Begriff weibliche Stadt und Weiblichkeit, weil gerade diese Begriffe wie weiblich und männlich gerade sich ganz stark verändern, fließend sind, eigentlich in dieser Polarisierung aus dem 19. Jahrhundert kommen und ein Stück weit haben wir das schon überwunden. Also ich möchte da anmerken, dass ich einem spezifischen Frauenblick in der Architektur sehr skeptisch gegenüberstehe. Also ich glaube nicht daran, dass Frauen einen eigenen Blick haben. Ich glaube, dass eine zu frauenlastige Diskussion auch nicht unbedingt zielführend ist. Es gibt Unterschiede. Stadt ist für mich eigentlich der Ausdruck von einer Koexistenz von Differenz. Und es geht darum, diese Differenz eigentlich
zu gestalten und zu ermöglichen. Und da bin ich auch sehr überzeugt im Prinzip, dass es auch nur in einem Austausch und einer Balance zwischen den verschiedenen Genders funktioniert. Generell könnte man vielleicht sagen, eine weibliche Haltung wäre die sich ganz distanziert von repräsentativen, monumentalen Gesten. Jetzt widerspreche ich mir, aber das könnte man vielleicht definieren als weibliche Haltung. Wir wissen, dass Frauen weniger Auto fahren als Männer. Das heißt, der Stadtraum wird frauenfreundlicher, sobald wir zum Beispiel Fahrradwege ausbauen. Wir haben auf der anderen Seite aber auch das Phänomen, dass Frauen oft mit Kinderwegen oder mit Rollstühlen unterwegs sind. Und in diesem Zusammenhang wird die Stadt immer frauenfreundlicher, je mehr wir darauf achten, dass diese Wege leicht zu beschreiten sind und die besser zur Verfügung stehen. Sie wissen ja, dass ich schon sehr früh in diese Überlegungen eingebunden war mit der Teilnahme an der Diskussion im Vorfeld der Frauenwerkstatt und dann auch mit der Umsetzung der Frauenwerkstatt. Wir sind dann irgendwann übergegangen, das auch als alltagsgerechte Stadt zu bezeichnen. Denn es eigentlich gleichermaßen für alle, die dort wohnen, ältere Kinder, alle Diversitäten eingeschlossen, muss das funktionieren. Also das ist eine gendergerechte Stadt, ist für mich eine gerechte Stadt an sich. Gerecht, indem sie alle inkludiert. Eigentlich hat der Diskurs zur Frauenwerkstatt auf Initiative der Stadt Wien und Eva Keil begonnen in den, ich würde sagen, 83, 82 und hat nicht mit einer direkten Wettbewerbsausschreibung begonnen, sondern mit einer mehrfachen Diskussionsrunde unter vielen Architektinnen, Bauträgerinnen, also alles, was man so hat im Baugewerbe an Weiblichkeit zusammenführen können. Und das waren sehr interessante Diskussionen und aus denen ist dann die Ausschreibung entstanden und ein Wettbewerb, wo 10 Teilnehmerinnen eingeladen waren. Und 4 haben dann das Ganze umgesetzt. Und das war schon eine interessante Erfahrung, als da gewisse Themen oder gewisse Maßnahmen im Wohnbau ohne die Rückendeckung dieses Wettbewerbs nicht durchsetzbar gewesen wären, damals noch im Wohnbau. Ja? Also insofern gibt es nach diesen Erkenntnissen, und das hat auch einen Niederschlag gefunden in allen Entwicklungen des sozialen Wohnbaus der Stadt Wien, dass da kein Zurück dann mehr gab. Ein Thema, das mich seit Anbeginn interessiert, sind eben Restflächen. Ja, man kann es so ein bisschen Restelessen bezeichnen, also, oder Spaces in Between, was auch das Thema meines Forschungsprojekts war. Diese Resträume sind Räume, die eben vergessen wurden. Und das hat, wenn man so will, vielleicht einen Gender-Aspekt, weil die Räume, die geschaffen wurden, wie die Straßen, also die Infrastruktur, in LA sind es die Freeways, in Wien die großen Straßenquerschnitte, die wurden ja von Männern geplant, also das ist ja historisch belegt. Und sozusagen diese Resträume bieten natürlich heute eine Chance. Und speziell entlang des Gürtels habe ich da eben viele gefunden, also zum Beispiel Skyline, Spittelau, ja, der ganze Ort, den habe ich entdeckt. Also das war nicht so, dass da jemand einen Bauplatz definiert hat, sondern ich habe den als Restfläche mit bester infrastruktureller Erschließung entdeckt. Und ich glaube, das hat eben auch mit dieser Arbeit zu tun, verschiedene Themen gleichzeitig zu bearbeiten, zwischen Städtebau und Architektur hin und her zu oszillieren. Also einerseits sich ein Gebäude vorstellen zu können, aber andererseits die Stadt in ihrer Gesamtheit zu begreifen. Und dieses mehrschichtige Arbeiten, ja, das finde ich schon auch, dass das vielleicht genderspezifisch gesehen werden kann. Also der Blickpunkt von Frauen spielt natürlich auch eine große Rolle in unseren Planungen. Aber ich glaube, es geht in der Planung bei uns eher auch darum, um Räume zu schaffen, die unterschiedliche Funktionen und Nutzungen ermöglichen. Es geht uns darum, Räume zu schaffen, in denen wir Ruhe haben oder auch einfach
lesen können oder auch wirklich uns zurückziehen können im öffentlichen Raum. Es geht darum, Räume zu schaffen für Kommunikation, die einladen, zusammenzusitzen. Es geht auch Räume zu schaffen, die multifunktional sind, wenn man mal eine Fest hat oder mit mehreren Leuten hingehen. Und ich würde sagen, das trifft für Frauen genauso wie für Männer zu. Das Erste, was ich eigentlich in Wien gemacht habe, wie ich zurückkam, parallel zur Arbeit am Gürtel, war ein Handbuch für den öffentlichen Raum, für die MA 57, also für die Frauenabteilung, zu verfassen, gemeinsam mit Koselitschka. Und da bin ich durch ganz Wien und habe mir immer den öffentlichen Raum angesehen und wie der auch für Frauen gut nutzbar sein kann. Und die Erkenntnis, die ja nicht überraschend ist, dass wenn der öffentliche Raum für Frauen gut funktioniert, funktioniert er eben für alle gut. Und es geht nicht nur um Kinderwegen, es geht dann genauso um Rollstühle oder Sicherheit, einfach im Sinne von, dass ich mich psychologisch sicher fühle, ist auch für alle Menschen gut. Also Gender-Aspekte zu berücksichtigen, ist eigentlich ein Gebot des Menschenrechts, würde ich fast sagen. Ja. Natürlich war der Gürtel als Aufgabengebiet natürlich, auf Österreichisch würde ich sagen, aufgelegt, ja, um sich diesen Gender-Aspekten zu widmen, weil es war einfach damals eine Rotlicht-Szene. Ich bin mit einer Mitarbeiterin des Frauenbüros den Gürtel entlang gegangen und aus dem Gebüsch sprang ein Zuhälter und schlug mir die Kamera aus der Hand. Ja, und gesagt, hier wird nicht fotografiert. Ne? Also so war es damals und das kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen. In vielen Stadtbahnbögen waren Piepshows. Die wollten wir ja nicht vertreiben, das hat sich eher natürlich entwickelt. Aber diese Gender-Themen, dass sich Frau am Gürtel in der Nacht nicht sicher fühlt, das war ein großes Thema. Und um hier auf den Platz zurückzukommen, da war eine große Insel mit Gestrüpp. Und das hat zusätzlich zu der schräg stehenden Straßenbahn die Situation unübersichtlich gemacht. Wenn wir jetzt darüber sprechen, wie geht es den Frauen in der Stadt, dann müssen wir sagen, Wien ist ganz sicher eine frauengerechte Stadt im Sinne von einer sehr sicheren Stadt im Vergleich zu anderen Orten, die vielleicht nicht so sicher sind. Also ich kann mich in der Nacht im öffentlichen Raum gut frei bewegen, ohne Übergriffe oder gar Gewalt zu erleben. Wir haben hinter den Fassaden eine eher unsichere Stadt. Das heißt, das zeigt sich jetzt auch gerade in Zeiten des Lockdowns, Frauen erleben extreme physische und psychische Gewalt in ihren privaten Räumen. Insofern ist die Stadt nicht sicher für die Frauen. Da ist einiges zu tun aus meiner Sicht, sowohl politisch als auch stadtplanerisch in der einen oder anderen Form. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, ist ein sicheres und selbstverwirklichtes, selbstbestimmtes Frauenleben in Wien sehr gut möglich. Also ich freue mich, dass wir heute hier gemeinsam in der Kaiserbadschleuse verbringen können. Heute ist nicht so viel los. Normalerweise würde ich sagen, sind sehr viele Leute da, die Zeit genießen. Ich glaube, ein ganz wichtiger Moment war, als wir die Kaiserbadschleuse eröffnet haben. Ich glaube, 4 Stunden später sind wir nach Eröffnung noch mal hergefahren, weil es uns einfach interessiert hatte, wie es ist. Und nach den 4 Stunden war die Kaiserbadschleuse eigentlich schon voll. Es lagen überall Leute, haben in der Sonne geschaut, sind herumspaziert, haben sich angeschaut. Und ich glaube, das hat uns am meisten gefreut, dass es angenommen wird, dass es eine Möglichkeit ist, konsumfrei hier am Donaukanal Zeit zu verbringen, seine Freunde zu treffen. Und vor allem hat uns auch gefreut, dass gerade auch in den Lockdowns hier sich viele Leute draußen getroffen haben, mit dem notwendigen Abstand und Zeit verbracht haben. Und man sieht es auch immer in den Mistkübeln. Es ist immer eine Menge Bier dort, es ist immer eine Menge Wein da, eine Menge Pizzakartons, was eigentlich auch zeigt, dass es auch abends ein ganz schöner Treffpunkt ist. Also ich glaube, dass wir aus der Sicht Mitteleuropas sehr stereotype Ideen und Vorstellungen davon haben, wie andere Gesellschaften funktionieren und dass eben auch über Presse etc. ein Bild dargestellt wird zu Frauen in Afrika, Frauen in Indien, Frauen im arabischen Raum oder in islamischen, muslimischen Ländern,
der für mich nicht der Wahrheit entspricht und eben sehr stereotyp ist. Und dass sich so etwas wie, wenn wir jetzt wieder zurückkommen auf das Thema Stadt, dass sich einfach das Leben einer muslimischen Frau in einer Stadt in, sage ich jetzt mal, Syrien oder im Irak einfach anders verortet. Aber dass es da sehr viele Freiheiten gibt und sehr viel Präsenz. Also wenn ich Stadt betrachte, interessiert mich immer die gelebte und die gebaute Stadt. Und wenn ich jetzt die gelebte Stadt Accra beispielsweise hernehme und beschreiben sollte, dann würde ich sagen, dass da extrem viel Weiblichkeit und Frauen im präsent sind, einfach im Stadtbild. Und das liegt sicher daran, dass der sichtbare Handel sehr stark in den Händen von Frauen liegt, die da eben auch sehr autonom agieren. Und dass es dann aber zusätzlich auch noch, also jetzt nicht nur quantitativ gesprochen, auch eine Selbstverständlichkeit gibt, sich mit dem weiblichen Körper einzuschreiben in den Stadtraum. Und das passiert eben dann auch durch diese bunten Textilien. Und also man kann das überhaupt nicht übersehen. Und es ist demnach einfach der weibliche Körper präsent, aber auch die arbeitende Frau präsent. Und das unterscheidet sich schon für mich sehr stark von einer Zurückhaltung, die ich eigentlich in westlicher Stadt auch wahrnehme. Also beispielsweise in Wien. Und das ist sehr interessant, dass man immer wieder davon spricht, wie emanzipiert die mitteleuropäischen Gesellschaften sind. Und ich entdecke schon in Ländern wie Ghana, aber auch im Mittleren Osten, dass es andere Selbstverständlichkeiten von Frauen auch gibt. Ja. Im öffentlichen Raum können Frauen in gewissen Ländern nicht unterwegs sein. Das können radikal-islamische Länder wie aktuell Afghanistan beispielsweise sein. Und Orte, an denen Frauen mehrheitlich vorhanden sind, das heißt also weiblicher sind so Orte wie Ruanda, die durch katastrophale Ereignisse und brutale, menschenverachtende Ereignisse dann einen hohen Anteil an Frauen haben, die zum Beispiel in der Regierung sind, im Parlament sind. Und in diesem Sinne sind diese Räume, diese öffentlichen Räume dann weiblicher als beispielsweise hier bei uns. Spannend ist, glaube ich, auch jetzt sicherlich auch hier in Österreich und auch in Wien im Prinzip, sagen wir mal, diese Vergleiche zwischen den Niederlanden, der Schweiz, aber auch Süddeutschland, Bayern und Österreich eigentlich mal anzuschauen, in welchen Formen können da die unterschiedlichen Länder voneinander lernen und können auch hier eigentlich Planungsprozesse angepasst werden, die vielleicht anzupassen wären. Also in Planungsprozessen in den unterschiedlichen Kulturen ist es oftmals sehr unterschiedlich, inwieweit Frauen natürlich in diese Prozesse einbezogen werden. In Deutschland habe ich das damals in der Ausbildung noch nicht als so stark wahrgenommen. In den Niederlanden ist es relativ selbstverständlich. In Frankreich ist es auch sehr selbstverständlich. Und ich war dann schon auch erstaunt, dass es hier in Österreich noch nicht ganz so selbstverständlich scheint. Konkrete Rollenvorbilder in einer weiblichen Stadtplanung und weiblichen Geschichtsschreibung gibt es schon seit dem 19. Jahrhundert. Schon damals haben in Amerika feministische Planerinnen städtebauliche Entwürfe konzipiert, um eine Stadt zu entwickeln, die den Alltag vor allem für Frauen in der Industrialisierung erleichtert. Und im 20. Jahrhundert gab es immer wieder Frauen, die mit ihren Impulsen auch hingewiesen haben, dass die männliche Stadtplanung eben Frauenbedürfnisse nicht berücksichtigt und Städte alltagsgerechter sein müssen, frauengerechter sein müssen. Ungerechtigkeit und Unfairness gegenüber Frauen in der jüngeren Architekturgeschichte zeigt sich beispielshaft an 3 Vorfällen, die jetzt seit Mitte der 80er Jahre stattgefunden haben, die sich natürlich in der Geschichte auch bis in die 1930er Jahre zurückbewegen. Das erste Beispiel wäre das Wohn- und Arbeitshaus der Familie Pölzig in Berlin, das von einer weiblichen Architektin und auch Bildhauerin, nämlich Marlene Möschke-Pölzig, geplant wurde. Sie war wiederum die Frau des sehr renommierten deutschen Architekten Hans Pölzig. Und die Zeitschrift Bauwelt hat im Jahr 1984 in ihrer Ausgabe 11 über dieses Haus berichtet. Und sie wurde eben in dieser Bauwelt-Ausgabe vom Foto weggeschnitten. Und das zweite Beispiel wäre Robert Venturi,
Denise Scott Brown. Die haben eben 1991 den Pritzker-Preis verliehen bekommen, und zwar nur er, obwohl beide seit mehr als 20 Jahren schon gemeinsam gearbeitet haben. Und auch rückwirkend war die Antragstellung dieser Anerkennung der Arbeit von Denise Scott Brown nicht möglich. Die Pritzker-Preisjury hat das abgelehnt. Das dritte Beispiel wäre aus der neueren Geschichte, nämlich aus 2014 aus England. Da gab es eine sehr wichtige Ausstellung, The Brits Who Built a Modern World, und gezeigt wurden 6 englische Architekten, beziehungsweise 5 Architekten und eine Architektin. Und BBC hat parallel eine Dokumentationsserie gemacht, und in der Ankündigung dieser Dokumentationsserie waren dann eben nicht mehr diese 6 Personen abgebildet, sondern nur mehr die 5 Männer. Und die einzige Frau, Patty Hopkins, wurde herausretuschiert. Ja, ich habe kein Verständnis für solche Handlungsweisen. Vor allem, das sind im Prinzip Institutionen, die auch Verantwortung haben, auch für das Berufsfeld und die Präsentation des Berufsfeldes. Also Pritzker-Preisjury und Bauwelt-Magazin und BBC, das sind jetzt wichtige Institutionen, die Öffentlichkeit bedienen, wo schon ein hohes Verantwortungsbewusstsein vorhanden sein sollte. So in 2019, Phaidon, the UK-based publishers, approached me to do a book about women in architecture. 2019 wurde ich vom Phaidon Verlag eingeladen, ein Buch über Frauen in der Architektur zu machen. Damals empfand ich es als große Einschränkung, mich dem Thema und dem Berufsbild Architektur aus einer ausschließlich weiblichen Perspektive anzunähern. Aber nachdem ich begonnen habe, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, wurde sehr schnell klar, wie wenige Frauen auf die gleiche Weise sichtbar sind wie Männer. Insbesondere im 20. Jahrhundert. So wurde die Arbeit an diesem Buch zu einem Projekt, das verlorene Geschichte wieder sichtbar macht und zugleich auch eine kleine Provokation ist, um über Gender und über die Hindernisse zu sprechen, mit denen Frauen heute immer noch konfrontiert sind. Am Beginn der Recherche zu Breaking Ground nahm ich eine neutrale Position ein. Ich dachte, Gender sei für meine eigene Berufsidentität nicht von zentraler Bedeutung. Aber nachdem ich mit anderen Frauen gesprochen hatte, insbesondere mit den Frauen bei Assemble, haben wir festgestellt, dass unsere Erfahrungen sehr unterschiedlich waren und oft sehr nuanciert hinsichtlich der Art, wie unser Geschlecht von anderen wahrgenommen wird und welche Reaktionen es darauf gibt. Dadurch habe ich gelernt, Verschiedenheit zu begreifen und auch wertzuschätzen. Obwohl es viele Herausforderungen gibt, wenn man über Geschlechter und vor allem über die Reduktion auf ein binäres Geschlechterverständnis spricht, ist es sehr wertvoll, mehrere Wirklichkeiten aufzuzeigen, wenn man gebaute Umwelt plant. Im patriarchalen Deutungsrahmen der Gesellschaften, in denen wir heute leben, ist Gender einerseits etwas, das es zu feiern gilt. Andererseits aber auch ein Aspekt, der oft verloren geht. But often something that does get lost because of the patriarchal framing of essentially the capitalist society that we live in. Ausstellungen und Publikationen und Veranstaltungen zu Frauen in der Architektur leisten insofern einen Beitrag zur Gleichstellung von Frauen, weil sie zum einen Leistungen und Werke von Frauen sichtbar machen, dadurch auch die Kompetenz von Frauen zeigen und das auch wiederum zu Anerkennung führt. Ein Blick in die Geschichte oder in die Geschichtsschreibung wird dabei auch relativiert, weil Architekturgeschichte vielfach von Männern geschrieben wurde und die Leistungen und Werke von Frauen dabei wenig dokumentiert wurden, wenig publiziert wurden und vielfach auch Männern zugeschrieben wurden, mit denen diese Frauen gearbeitet haben. Die Repräsentanz von Frauen in der Architektur, die sich in Ausstellungen und in Publikationen und in Veranstaltungen derzeit spiegelt, ist gefühlt eine größere als noch im letzten Jahrhundert. Also die Anzahl all dieser Plattformen, wo Frauen und ihre Werke gezeigt werden, ist auf jeden Fall höher. Es ist ein größeres Bewusstsein vorhanden, es sind mehr Bemühungen vorhanden, dass man auch eben Frauen und ihre Werke und ihre Leistungen hier würdigt. Insgesamt gesehen, international, ist es wahrscheinlich doch noch so, dass mehr Männer in Publikationen, in Ausstellungen, in Veranstaltungen gezeigt werden, Männer und ihre Leistungen in der Architektur. Aber ich bin zuversichtlich, dass diese Bemühungen der letzten Jahre, die man überall merkt, dass das auch längerfristig dann zu einem Erfolg führt, dass Frauen in der Architektur
mehr vertreten sind. Für Frauen ist die Sichtbarkeit anderer Frauen, vor allem historischer Frauen und der entsprechenden Gedenkformen, also Straßennamen, Platzbenennungen, Verkehrsflächenbenennungen im Allgemeinen oder auch Gedenktafeln und Denkmäler enorm wichtig, weil wir einen großen Mangel an Vorbildern haben, an historischen Vorbildern, weil auch in den Schulen noch immer nicht Frauengeschichte in dem Ausmaß unterrichtet wird, in dem wir in der Geschichte tatsächlich vorkommen, beziehungsweise auch die Arbeit in der Geschichte geleistet haben. Das heißt, in diesem Sinne ist es ganz hoch notwendig, dass wir Vorbilder in der Stadt finden. Wir können jetzt natürlich nicht die ganze Stadt zupflastern mit unzähligen Frauendenkmälern oder Gedenktafeln an Frauen, aber was wir in jedem Fall machen können, sind zum Beispiel Platz- und Straßenbenennungen verändern, in dem Sinne und dahingehend, dass wir über 50% der Stadtbevölkerung sind und das sollte sich in den nächsten Jahrzehnten so ändern, dass wir auch tatsächlich in diesem Ausmaß in der Stadt sichtbar vorkommen. Ich denke, ein gutes Beispiel für die Wirkung von Platzbenennungen oder Straßenbenennungen ist dieser Rosa-Mayreder-Park vor der Kunsthalle. Das ist eine nachträglich hinzugefügte Benennung dieser Verkehrsfläche, die eigentlich nur eine kleine unscheinbare Wiese war bis vor einigen Jahren. Und heute können wir uns auf Rosa Mayreder beziehen, die um die Jahrhundertwende die erste feministische Frauenzeitschrift gegründet hat, die auch die erste große feministische Theoretikerin der österreichischen Geschichte ist. Und sie hat lange vor Simone de Beauvoir gesagt, dass Geschlecht eine Abstraktion des Geistes ist, so hat Rosa Mayreder das genannt, und hat gemeint, man wird erst wissen, was Frauen sind, wenn man ihnen nicht mehr vorschreibt, was sie sein sollen. Und damit hat sie nicht nur einen sehr prägnanten Satz von sich gegeben, sondern auch festgelegt, dass wir erst zu Frauen und Männern werden und nicht per se als solche geboren werden. Ich glaube, es ist wichtig, die eigene Position zu verstehen. Die Fähigkeit, über meine Positionierung innerhalb größerer sozialer Systeme zu reflektieren, die von der Gesellschaft konstruiert werden, gibt mir Orientierung, wie ich innerhalb von Machtverhältnissen arbeiten kann. Aufgrund meiner Erfahrungen als asiatisch-amerikanische Frau glaube ich, dass Unterschiede in der sozialen Einordnung den Zugang und die eigene Identität prägen, also welche Entwurfsphilosophie man vertritt. Ich glaube, dass Frauen eine Wahl haben, wie sie ihre Identität im Laufe ihrer eigenen Karriere gestalten wollen. Ich glaube einfach, dass frei verfügbarer öffentlicher Raum für alle gleichermaßen verfügbar sein muss und bespielbar sein muss, mit einer Selbstverständlichkeit, wo wir noch ein bisschen zulegen könnten. Ja. Was ich den Stadtplanern, Städtebauern und Architekten mitgeben möchte, ist, dass erstens die Hälfte der Gesellschaft mindestens weiblich ist, dass sie andere Lebensformen und andere Lebensmöglichkeiten haben, auch andere Mobilitätsformen. Und ich würde ihnen ans Herz legen, dass sie in der Rolle einer Frau durch die Stadt gehen. Also mal eine Woche, 2 Wochen, 3 Wochen als Frau durch die Stadt sich bewegen mit Kindern, mit Alten, die zu pflegen sind, mit Mobilitätseinschränkungen und dann sehen, ob diese Stadt noch menschengerecht ist, im Sinne von, sie nützt und unterstützt alle. Frauen bauen Stadt. The City through a Female Lens ist eine Zusammenstellung von Vielfalt, Urbanität und Gegensätzlichkeit. Einige Aspekte und Qualitäten sind heute bereits selbstverständlicher Teil urbaner Planungs- und Baupraxis. Doch vieles ist noch in Arbeit, mitten im Umbruch, noch lange nicht fertig. Die aktuelle Situation, dieser sehr sensible, interdisziplinäre Übergang von theoretischer Erkenntnis zu praktischer Optimierung, spiegelt sich auch in den Gesprächen mit den Architektinnen, Stadtplanerinnen und Städtebauerinnen wider. Dieser Film ist Zeuge einer spannenden Zeit, denn Frauen bauen Stadt.